Morning, friend. Guten Morgen, Freunde. I'm going to give you another symptom of the terrible root of greed. Ich gebe dir ein weiteres Merkmal für die grässliche Wurzel der Habgier. It is the foolishness of not recognizing that everything in this world is temporary. Es ist die Dummheit, nicht zu erkennen, dass alles in dieser Welt zeitlich begrenzt ist. Paul said, Paulus sagte, the things that we do not see, they're more real than the things that we see. dass die Dinge, die wir nicht sehen, viel realer sind als die Dinge, die wir sehen. Then he tells us why. Dann sagt er uns warum. Because everything that we actually see is temporary. Weil alles, was wir sehen, in Wirklichkeit vergänglich ist. But what we don't see is eternal. Aber das, was wir nicht sehen, ist ewig. So think about it. Denk darüber nach. People who do not even clearly understand that all material things are temporary. Menschen, die nicht ganz klar verstehen, dass alle materiellen Dinge vergänglich sind, They treat these things like they will last forever. behandeln diese Sachen, als würden sie für immer Bestand haben. I do believe that this is a typical symptom of the root of greed. Ich glaube, dass das ein typisches Symptom der Wurzel der Habgier ist. So, I give you a very simple example. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Accident in the car. Ein Unfall mit dem Auto. What happened? Was passiert? People completely freak out. Die Leute flippen komplett aus. I mean, how does it even make sense? Was macht denn das für einen Sinn? The car is temporary. Das Auto ist vergänglich. You know, if it's gone today because you wrecked it, Ob es heute fort ist, weil du es zu Schrott gefahren hast, or if it's gone in 10 years because it's rusty and broken, oder ob es in 10 Jahren nicht mehr da ist, weil es rostig und kaputt ist, fact is you will not have it in heaven. Tatsache ist, dass du es im Himmel nicht mehr haben wirst. You know, when I see how many people act and react in a weird way when material things are broken. Wenn ich sehe, wie eigenartig sich Leute verhalten und reagieren, wenn materielle Dinge kaputt gehen, You know, it's like, what the heck, people? dann frage ich mich, was ist los, Leute? I was driving behind a car one year in Austria in winter, Ich fuhr in Österreich im Winter hinter einem Auto her and there was a lot of snow on the road. und es war viel Schnee auf der Straße. And the car that I was driving behind had a trailer on which it was pulling an antique Porsche. Dieses Auto, dem ich hinterherfuhr, hatte einen Anhänger, auf dem ein alter, antiker Porsche transportiert wurde. You know, so this guy obviously bought this classic Porsche. I'm sure paid a lot of money for it. And I took it home to his town. Offensichtlich hatte dieser Typ den Oldtimer Porsche gekauft, viel Geld dafür bezahlt und brachte es zu sich nach Hause. You know, I had this strange feeling in my belly Ich hatte dieses seltsame Gefühl in meinem Bauch, that this guy gonna have an accident right in front of me. dass der Typ direkt vor mir einen Unfall haben würde. So I kept my distance. Also habe ich Abstand gehalten. So there's nothing I could do, you know. I can't talk to the guy. I didn't know who the car was, just a car on the road. Etwas anderes konnte ich nicht tun, ich konnte nicht mit ihm sprechen, ich kannte ihn nicht, es war einfach nur ein Auto auf der Straße. So I just kept a little distance. Ich hielt ein bisschen Abstand. Sure enough, right after I had this weird feeling, Kurz nachdem ich dieses seltsame Gefühl hatte, his car began to skid in the snow, fing sein Auto an, im Schnee zu rutschen. and it just went all over the road, and then the trailer tipped over, and the Porsche, bang, just crashed off. Er schleuderte über die ganze Straße, dann kippte der Anhänger um und der Porsche krachte auf die Straße. Bam! You know, and I stopped my car. Ich hielt an. The guy got out of the car, and when he saw his Porsche, he was crying. Der Kerl stieg aus seinem Auto und als er seinen Porsche sah, da weinte er. I mean, he was so upset. Er war wirklich sehr, sehr, sehr aufgebracht. I just bought this car. Ich habe dieses Auto gerade gekauft. I don't even have insurance that covers this. Ich habe noch keine Versicherung, die dafür aufkommt. You know, I didn't know what to say. I just thought, guy, this is a temporary thing that has no eternal value. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich dachte, Mann, das ist ein vergänglicher Gegenstand. Es hat keinen Ewigkeitswert. You know, people who have no clear understanding that all material things are temporary, usually they also have greed in their heart. Menschen, die kein klares Verständnis haben, dass alles Materielle zeitlich begrenzt ist, haben gewöhnlich auch Habgier in ihrem Herzen. Does it mean you should be careless with material things? Heißt das, du sollst achtlos mit materiellen Gütern umgehen? No, in fact, I believe you're not allowed to be careless. Nein, ich glaube vielmehr, dass es uns nicht erlaubt ist, unachtsam zu sein. Because if we are stewards and all things belongs to God, you better take care of God's. Denn wenn wir Verwalter sind und alle Dinge Gott gehören, dann solltest du dich besser gut um Gottes Sachen kümmern. But I'll show you another root, which I believe is another sign that there's greed hidden away in the heart. Aber ich zeige dir noch eine andere Wurzel, von der ich glaube, dass sie ein weiteres Zeichen dafür ist, dass Habgier verborgen im Herzen liegt. And maybe this is the clearest one. Und vielleicht ist das
Die eindeutigste. Lack of contentment. Mangel an Zufriedenheit. You are never content. Du bist niemals zufrieden. You come home from a great vacation and you're not content because you want a nicer one. Du kommst von einem großartigen Urlaub nach Hause und bist unzufrieden, weil du einen noch schöneren willst. I've seen this so many times. Das habe ich schon so oft gesehen. I've seen these people who've been waiting for a whole year to buy the dream car, and when they have it, 6 months later, it's not the dream car anymore. Ich habe Leute gesehen, die ein Jahr lang warteten, ihr Traumauto kaufen zu können. Und wenn sie es dann haben, ist es nach 6 Monaten schon nicht mehr ihr Traumauto. It's just there's no contentment. Das ist einfach keine Zufriedenheit. I don't remember a single car I had in the last 42 years. Ich erinnere mich an kein einziges Auto, das ich in den letzten 43 Jahren hatte, That I was not content with. mit dem ich nicht zufrieden gewesen wäre. I never had a really expensive car. Ich hatte nie ein richtig teures Auto. I mean, I've had some decent cars, Ich hatte schon ein paar anständige Autos, but never really an expensive car. aber nie wirklich teure Autos. I had a Volvo when I lived in America. Als ich in Amerika lebte, hatte ich einen Volvo. Like just cars. Einfach Autos eben. But what the crazy thing is? Every car I've ever had, I was content with. Aber das Verrückte ist, mit jedem Auto, das ich hatte, war ich zufrieden. There's just this thankfulness and contentment in my heart, no matter what car I've ever had. Ich habe einfach diese Dankbarkeit und Zufriedenheit in meinem Herzen, egal welches Auto ich hatte. Ask yourself this question. Stell dir selbst diese Frage. Am I a content person? Bin ich eine zufriedene Person? Or is there this lack of contentment inside of me that's always nagging me? Oder gibt es da in mir diesen Mangel an Zufriedenheit, der mir ständig in den Ohren liegt? Man, I would like to have what he had. Mann, ich hätte so gern, was der hat. My friend, Mein Freund. today a lot of people are buying a lot of things because of greed. Heutzutage kaufen sehr viele Leute sehr viele Sachen aufgrund von Habgier. And it gets them into a lot of trouble. Und das bringt sie in große Schwierigkeiten. I can tell you some stories. Ich könnte dir einige Geschichten darüber erzählen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.